Majestätisch erhebt sie sich über dem Kamptal im Herzen des Waldviertels. Die Rosenburg. Eines der eindrucksvollsten Renaissance-Bauwerke Österreichs. Die Geschichte des Hauses Habsburg, vor allem die des tragischen Kronprinzen Rudolf, ist aufs engste mit der Rosenburg und ihrer Herrschaft verknüpft. Sie ist das Wahrzeichen des Kamptals in Niederösterreich, die Rosenburg. Hier spiegeln sich 1000 Jahre österreichischer Geschichte vom finsteren Mittelalter, das in Wahrheit gar nicht so wirklich finster war, über die Religionskriege im 16. und 17. Jahrhundert bis ins Heute. Begleiten Sie mich auf eine Reise voller Überraschungen. Burgherr Markus Hoyos hat die Rosenburg Ende der 1990er Jahre von seinen Vorfahren übernommen. Seither hat der Graf Millionen in den Erhalt der Rosenburg investiert. Wobei man bedenken muss, seine Burg ist ein Fass ohne Boden, finanziell gesehen. Zwar besitzen Graf Hoyos und seine Familie ausgedehnte Wälder und Ländereien hier in der Gegend, der Erhalt der Rosenburg bleibt dennoch eine Herausforderung. Die Rosenburg ist ein wunderbares, schönes Schloss. Das ist ja unglaublich toll erhalten, aber auch, ich nehme an, ein sehr intensiver Kostenfaktor. Ist es trotzdem eine Freude, hier zu wirken? Es ist natürlich eine große Belastung, es verschlingt viel Geld, aber es macht natürlich auch Freude, sowas in Schuss zu halten. Und wir setzen wirklich alles daran, dass die Rosenburg sich erhält. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen von anderen Betriebssparten doch einiges an Geld in die Rosenburg hineinstecken. Aber vielleicht wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo sie sich 0 auf 0 erhält. Im Moment geht das nicht. In den letzten Jahren haben Markus Hoyos und seine Familie die Rosenburg zu einer florierenden Event-Location entwickelt. Hier werden nicht nur Spielfilme und aufwendige Fernsehproduktionen gedreht, hier finden in regelmäßigen Abständen auch Ritterspiele, Mittelaltermärkte und farbenfrohe Renaissancefeste statt. Ein Angebot, das Jahr für Jahr Zehntausende Besucherinnen und Besucher auf den weitläufigen Turnierplatz lockt. Die Rosenburg ist so etwas wie eine Zeitkapsel, in der sich spätmittelalterliches Lebensgefühl und altertümliche Interieurs in die moderne Welt hinübergerettet haben. Das Museum im Inneren der Burg bietet einen faszinierenden Überblick über die historische Entwicklung der Festung und die Wandlungen aristokratischer Lebenskultur. In den strengen, teilweise asketisch wirkenden und schwer zu beheizenden Räumen vermag sich so etwas wie moderne Wohnbehaglichkeit nicht so recht einzustellen. War es für die Generation von deinem Vorgänger, respektive für dich, je eine Überlegung, hier in der Rosenburg zu wohnen? Nein, nein, war nie eine Überlegung. Es ist die Burg auch nicht wohnlich gebaut. Nicht, dass es nicht gemütlich, die Räume gemütlich wären, aber es sind alles Durchgangszimmer. Es gibt keine Gänge, wo man dann von außen in die Zimmer hineingeht, sondern man kann von einem Zimmer ins nächste, ins nächste, ins nächste. Und das ist nicht wohnlich zu bewohnen. Wenn man allein wohnt, ja, dann spielt das keine Rolle. Aber sobald man irgendwo Gäste hat oder auch nicht, dann ist das nicht sehr wohnlich. Um Wohnlichkeit ging es den Erbauern der Burg vor knapp 900 Jahren auch erst in zweiter oder dritter Linie. Für sie stand die Sicherheit im Vordergrund. Ursprünglich war die Festungsanlage über den Fluten des Kamp, wie alle Burgbauten des 12. Jahrhunderts, vor allem eine militärische Einrichtung.
Wie bei so vielen Burgen in Österreich weiß man bei der Rosenburg nicht, wann sie gebaut worden ist und von wem sie erbaut worden ist. Das Einzige, was man weiß, ursprünglich im romanischen Stil erbaut worden, hat natürlich komplett anders ausgeschaut als heute. Mehr ist nicht herauszufinden. Es gibt keine Urkunden. Was man aber ganz sicher weiß, die Rosenburg hat eine große Rolle bei der Kolonisation des Waldviertels gespielt. Man muss sich ja das hier rundherum als wilde, unkultivierte Gegend vorstellen. Es war nicht nur die Kirche, die bei der Erschließung des Waldviertels eine große Rolle gespielt hat. Es waren vor allem 3 Adelsgeschlechter, die Kuhnringer, die Babenberger und die Grafen von Peugen, die ganz in der Nähe hier residiert haben. Was hat man durch diese Burgen erreicht? Man hat sich militärisch absichern können und darüber hinaus natürlich, man hat mit diesen prachtvollen Bauten auch repräsentieren können und Selbstbewusstsein gezeigt. Das ist Vlado Garai auf dem Weg zum täglichen Dienst. Er arbeitet als Falkner auf der Rosenburg und setzt damit eine Tradition fort, die weit ins Mittelalter und sogar bis in die Antike zurückreicht. Im sogenannten Vogelzimmer im Inneren des Schlosses huldigt man der Welt unserer gefiederten Freunde in hellen, filigranen Wandmalereien. Im schlosseigenen Falknereimuseum wird die Geschichte der Beizjagd in erlesenen Exponaten anschaulich gemacht. Die Falknerei ist ja eine alte Jagdtradition, die in Vorderasien und Asien zu Hause war. In Kasachstan, in Kirgisistan, in diesen Gegenden war sie zu Hause und ist eigentlich erst nach Europa gekommen über Kaiser Friedrich, der auch das weltberühmte Buch geschrieben hat, De Arte Venandi cum Avibus, auf Deutsch, die Kunst mit Vögeln zu jagen. Und da wurde sie dann in Europa eigentlich salonfähig und an den ganzen Höfen wurde die Falknerei damals betrieben dann. Vlado Garai, gebürtiger Slowake, ist ein Meister seines Fachs. Das sogenannte Federspiel, eine Beuteattrappe, gehört zu seinen wichtigsten Werkzeugen. Falken lieben diese Art von Training. Und hier kommt Fred. Ein prächtiger Terzel. So nennt man männliche Steinadler. Fred, mit 9 Jahren im besten Großgreifvogelalter, ist hier auf der Rosenburg gezüchtet worden. Auf Schloss Rosenburg haben wir ungefähr 30 bis 40 Vogel, je nachdem. Wir züchten auch die Greifvogel. Also wir züchten Wanderfalke, Sackerfalken, Steinadler. Und wenn wir genug Junge haben, dann kommen die auch weiter oder tauschen wir oder behalten wir für Jung. Arbeit mit Tieren hat mich immer fasziniert und vor allem haben mich die Greifvogel fasziniert schon als Kind und wollte ich immer sehen, die Vögel im Jagd und im Fliegen. Und deswegen habe ich mit Falknerei begonnen als Hobby vor vielen Jahren. Inzwischen hat Vlado Garai sein liebstes Hobby zum Beruf gemacht. Die Falknerei, von Tierschützern argwöhnisch beäugt, gehört seit 2010 zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe. Eignet sich die Rosenburg auch für die Falknerei sehr gut? Der Vorteil der Rosenburg für die Falknerei ist, dass es hinter der Aussichtsterrasse, auf der die Falknerei stattfindet, dass dort ein steiler Abfall ist ins Kamptal hinunter und da gibt es eine wunderbare Thermik. Und das ist für die Falknerei natürlich großartig. Und für die Falken selber würde das keine Rolle spielen. Die sind keine Segelflieger, sondern die fliegen mit ihren Schwingen. Aber die Großgreifvögel sind Segelflieger. Die tun gerne sich nicht so viel bewegen, sondern strecken die Flügel aus und gehen in der Thermik in die Höhe. Ist das hier auch ein Zuchtprogramm?
Es ist nicht ein Zuchtprogramm, aber wir züchten. Wir haben eine Zuchtstation und unsere Falkner können züchten und künstlich befruchten. Die Adler, wir haben ein Adlerzuchtprogramm für den Riesenseeadler, der in Kamtschatka zu Hause ist, haben da eine Kooperation mit dem Zoo Moskau und haben doch immer wieder ganz gute Zuchterfolge. Aber zurück zur Geschichte der Rosenburg. Über die Anfänge der Festung wissen wir so gut wie nichts. Vor allem in den ersten Jahren und Jahrzehnten ihres Bestehens liegt die Historie der Rosenburg vollständig im Dunkeln. Erst in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts bessert sich die Quellenlage. In einer Urkunde im Stift Zwettl aus dem Jahre 1175 wird der erste bekannte Besitzer der Rosenburg erwähnt, Gottswin von Rosenberg. Das war damals eine sehr, sehr vermögende, einflussreiche Familie, die Ende 14. Jahrhundert ausgestorben ist. Von der Burg, wie sie damals ausgesehen hat, gibt es so gut wie keine Spuren. Man findet ein paar Steine im Fundament, aber das ist wirklich sehr wenig. Und wir haben schon gesagt, die Nachrichtenlage aus dieser Zeit ist mehr als dünn. Um 1470 ist es dann wirklich rund gegangen hier auf der Rosenburg. Verantwortlich dafür war Kaspar von Roggendorf. Der hatte ein großes Atu, er war eng mit dem Kaiser befreundet und er war für Friedrich III. Als Heerführer unterwegs, war sehr erfolgreich, hat gegen Matthias Corvinus, den ungarischen König, gekämpft und auch sich sehr erfolgreich geschlagen und hat dabei sehr, sehr viel Geld verdient. Was hat er mit dem Geld gemacht? Er hat es hier in der Rosenburg investiert und hat aus dieser kleinen, mickrig wäre übertrieben, aber kleineren Burg eine stattliche, große gotische Festung gemacht. Das war auch nötig, denn im 15. Jahrhundert wurde in den österreichischen Landen wieder einmal kräftig die Kriegstrommel gerührt. Der streitbare Ungarnkönig Matthias Corvinus fiel in Mitteleuropa ein und brachte weite Teile der habsburgischen Erblande unter seine Herrschaft. Auf dem Höhepunkt seiner Macht regierte Corvinus, auf Ungarisch hieß er Hunyadi Mátyás, ein riesiges Reich, das von der Lausitz im deutsch-polnischen Grenzgebiet bis ins heutige Bulgarien reichte. Der ungarische König Matthias Corvinus war wirklich ein bisschen lästig. Er hat ja immer wieder versucht, im Waldviertel einzufallen und 1484 war es dann wieder soweit. Er hat das Stift Altenburg angegriffen. Der Abt hat schnell reagiert, hat den Kirchenschatz ganz schnell genommen und hat ihn hierher in die Rosenburg verbracht. Da war der Altenburger Kirchenschatz relativ sicher. 2 Jahre später entschloss sich Burgherr Kaspar von Roggendorf, dem Ungarnkönig eine Art Schutzgeld zu zahlen. Matthias Corvinus bekam 3000 Gulden und erklärte sich im Gegenzug bereit, die Rosenburg von Brandschatzung und anderer Beschwerung freizuhalten. Die Wartburg in Thüringen, 500 Kilometer von der Rosenburg entfernt. Von hier aus hebt der Augustinermönch Martin Luther in den 1520er Jahren Europa aus den Angeln. Er übersetzt die Bibel ins Deutsche, geißelt die Prunksucht der Päpste und spricht sich für die Priesterehe aus. Nonnen und Mönche verlassen in Scharen ihre Klöster und schließen sich der neuen Bewegung an. Luthers Lehren verbreiten sich wie ein Lauffeuer in großen Teilen Europas. Sie finden auch in der Stadt Horn, wenige Kilometer von der Rosenburg entfernt, begeisterte Anhänger.
Die Lehren Martin Luthers fielen in den österreichischen Lande auf fruchtbaren Boden. Im Jahre 1540 war eigentlich ganz Österreich protestantisch. Die ersten Jesuiten sind nach Österreich gekommen und waren, kann man annehmen, relativ schockiert. Städte wie Linz, Graz, Wien, ja, ganze Bundesländer, Kärnten, Tirol waren fest in protestantischer Hand. Und ein besonderes Luther-Böcke-Zentrum, das war Horn, wo die Protestanten besonders stark waren. Also den Jesuiten muss sich ein sehr tragisches und trauriges Bild geboten haben. Es war nicht zuletzt der Buchdruck, der Reformation ihre unerhörte Sprengkraft verlieh. Luthers Flugschriften verbreiteten sich in hunderttausende Auflagen über die deutschen Lande. Eine ungeheure Zahl, vor allem wenn man bedenkt, dass zu Beginn des 16. Jahrhunderts 80% der Menschen weder lesen noch schreiben konnten. Auch die luthersche Bibelübersetzung war ein Bestseller der frühen Neuzeit. 500.000 Mal wurde sie gedruckt und verkauft. Damit machten Luthers Schriften allein 1/3 der gesamten deutschen Buchproduktion jener Zeit aus. Im 16. Jahrhundert herrschte hier auf der Rosenburg das Geschlecht der Grabner. Die waren mehr als fanatische Protestanten, und Leopold Grabner, dem ist es auch gelungen, den berühmten protestantischen Prediger Christoph Reuter hierher einzuladen und hierher zu locken. Das war natürlich dem Kaiser in Wien gar nicht recht. Er hat versucht, diesen berühmten Prediger festzusetzen, ist aber nicht gelungen. Er hat von hier aus den Protestantismus vorangetrieben und man hat sogar auf der Rosenburg eine eigene Druckerei eingerichtet. Und was hat man dort gedruckt? Nona, protestantische Schriften. Schloss Rosenburg blieb eine Trutzburg in unruhiger Zeit. Über Jahrzehnte hinweg war die Festung am Westufer des Kamp ein Zentrum protestantischer Glaubensfestigkeit. Die Welt ringsum allerdings veränderte sich. Im 16. Jahrhundert setzte in Europa ein großflächiges Burgensterben ein. Was war die Ursache? Die Kanonenkugeln und die ganzen Geschütze wurden immer durchschlagskräftiger und es widerstand einfach keine Burgmauer. Was haben die Besitzer gemacht? Sie haben sich schöne, große Schlösser voller Luxus in der Ebene gebaut, sehr oft auch Wasserschlösser. Aber es gab Ausnahmen zum Glück. Hier wieder mal bei der Rosenburg. Der Besitzer Sebastian Grabner, der hatte ganz andere Pläne. Mit einem gigantischen Kostenaufwand von mehr als 50.000 Gulden ließ Sebastian Grabner die Rosenburg in den 1590er Jahren zu einem imposanten Renaissance-Schloss ausbauen. Damals erhielt Schloss Rosenburg seine heutige Gestalt, mit nicht weniger als 13 Türmen. Prunkstück des neuen Grabnerschen Renaissance-Schlosses ist ein riesiger Turnierplatz mit 46 Arkaden. Hier fanden noch im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert turnierähnliche Spiele statt, obwohl die Ritterzeit natürlich längst vorbei war. Eine Tradition, die auch heute mit Erfolg fortgeführt wird.
Dass Sebastian Grabner die Rosenburg zu einem Renaissance-Schloss umbauen ließ, war eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen. Sie verhinderte, dass es dem imposantesten Wahrzeichen des Kammtals erging wie vielen anderen Wehranlagen jener Zeit. Im 16. Jahrhundert wurden Hunderte und Aberhunderte von Burgen in ganz Europa aufgegeben. Die Folge: sie verfielen zu Ruinen. Das Burgenschicksal, Ruine zu werden, blieb der Rosenburg erspart. Geld macht glücklich, wenn man rechtzeitig darauf schaut, dass man es hat, wenn man es braucht. Und das war bei den protestantischen Besitzern der Rosenburg leider nicht der Fall. Die Burg war hoch überschuldet und 1611 musste sie verkauft werden. An wen? An einen Erzkatholiken, Bischof Franz von Dietrichstein, Bischof von Olmütz, ein glühender Katholik, der natürlich sehr froh war, dass diese protestantische Burg hier, dieses protestantische Bollwerk endlich weg war. Was hat er gemacht? Als erstes, er hat sofort die protestantische Kapelle umbauen lassen und von da ab gab es nur mehr katholische Messen hier auf der Rosenburg. In den kargen, schmucklosen Räumen der Burgkapelle scheint sich die asketische Frömmigkeit früherer Jahrhunderte bis heute erhalten zu haben. Ein Raum der Andacht, der Kontemplation, des spirituellen Innehaltens. Johann Joachim Freiherr von und zu Windhag war eine der markantesten Persönlichkeiten des österreichischen Barock. 1659 kam der spätere Reichsgraf in den Besitz der Rosenburg. Das Anwesen erblühte in neuem herrschaftlichem Glanz. Windhag ließ die Rosenburg weiter ausbauen und stellte sich rückhaltlos in den Dienst der Gegenreformation. 40.000 Waldviertlerinnen und Waldviertler soll er persönlich zum Katholizismus bekehrt haben. In die Geschichte des Kammtaler Wahrzeichens hat sich Reichsgraf von und zu Windhag aber auch mit einer editorischen Großtat eingeschrieben. Dieses kostbare Buch, die berühmte Topographia Windhagiana, ist die erste Herrschaftstopographie Österreichs. Ein Druckwerk von unerhörtem historischem Wert. Wie die Rosenburg vor 3,5 Jahrhunderten genau ausgesehen hat, in der Topographia Windhagiana, hat es der Reichsgraf für alle Zeiten festhalten lassen. Auf verschlungenen Pfaden kam die Rosenburg um 1680 in den Besitz der Familie Hoyos-Sprinzenstein und die Rosenburg ist bis heute im Besitz der Familie geblieben. Das sind immerhin 3,5 Jahrhunderte. Markus Hoyos ist stolz darauf, die Familientradition als Herr und Hüter der Rosenburg fortzuführen. 400 Jahre dienten die Hoyosse der Familie Habsburg und hatten bis Ende der Monarchie 1918 auch zahlreiche geistliche und politische Ämter inne. Noch heute hat die Familie Hoyos zahlreichen Grundbesitz in Oberösterreich, aber vor allem hier in Niederösterreich. So stattlich sie sich auch über den Ufern des Kamp erhebt, in der Rosenburg gelebt haben auch die Vorfahren von Markus Hoyos nie. Zu ungemütlich. Markus Hoyos und die Seinen haben ihren Hauptwohnsitz wenige Kilometer von der Rosenburg entfernt. In ihrem schmucken Stadtschloss in der Kleinstadt Horn.
Du hast gesagt, glaube ich, 1681 ist die Rosenburg dann zu euch gekommen. Wenn man sich das so vorstellen könnte, wie hat die Rosenburg damals ausgeschaut? Die Rosenburg hat wahrscheinlich damals genauso ausgeschaut wie heute, war gut erhalten. Sie war eigentlich dann nur Wirtschaftsgebäude und ist langsam verfallen, sodass sie im 19. Jahrhundert schon als Ruine bezeichnet wurde. Sie war ruinös. Teilweise konnte man von ebenerdig durch die Decken hinaufschauen in den freien Himmel. Also es war kein Dach mehr drauf. Es sind einige Brände drüber gegangen. Und erst mein Urgroßvater, Ernst Karl Graf Hoyos, hat in der Zeit von 1860 bis 1880 die Rosenburg wieder generalsaniert, und zwar originalgetreu generalsaniert, nach der sogenannten Topographia Windhagiana. Man könnte also sagen, er hat das damals so hergerichtet, wie man es heutzutage denkmalschützerisch machen würde. Er hat nicht irgendwelche Fantasiebauten gemacht, wie viele andere seiner Freunde es gemacht haben. Grafeneck ist ein Fantasiebau, Kreuzenstein ist ein Fantasiebau. Und die Rosenburg wurde ganz originalgetreu wieder aufgebaut. Letztendlich war es die Ende des 19. Jahrhunderts grassierende Ritterromantik, die die Rosenburg gerettet hat. Ernst Hoyos Sprinzenstein war von dieser Ritterromantik fasziniert, fast ein bisschen befallen, und er hat einen Horner Baumeister, Herrn Semmelweis, beauftragt, die Burg wiederherzustellen. Und Semmelweis leistete ganze Arbeit. Dass Schloss Rosenburg heute in altem Glanz erstrahlt, ist nicht zuletzt seinem architektonischen Können zu verdanken. Ernst Karl von Hoyos Sprinzenstein und seine Nachfolger haben die Rosenburg auch im Inneren in altem Stil wieder eingerichtet. Wer heute das Schlossmuseum durchwandelt, bekommt einen anschaulichen Eindruck von der alten österreichischen Burgenherrlichkeit, die hier im unteren Kammtal noch lebendig ist. Ob in der kostbaren Bibliothek, im Musikzimmer oder in den anderen Räumen der historischen Anlage. Die Eigentümer der Rosenburg bemühen sich, die altehrwürdigen Interieurs für künftige Generationen zu erhalten. Das hat hier genauso ausgeschaut vor 300 Jahren. Ja, das ist ganz interessant. Das ist auch diese bedruckten Ledertapeten, die wahnsinnig wertvoll waren. Im Endeffekt viel wertvoller als die Bilder, die an der Wand hängen. Und man sieht das auch sehr schön daran, dass hinter den Bildern keine bedruckte Ledertapete ist. Ja, ist genau, das können wir uns anschauen. Ja, wir können uns das hier anschauen. Da habt ihr wieder gespart. Da haben wir gespart. Da hier, siehst du das hört sofort. Ja. Ein sehr starrefrohes. Ja, also, aber er hat trotzdem eine schöne Ausstrahlung. Ja, gutes gemacht. Gut. Ernst Karl von Hoyos Sprinzenstein, der Retter des Schlosses, war eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der K&K-Monarchie. Ernst Karl war Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies und Mitglied im Herrenhaus des österreichischen Reichsrates. Seine Leidenschaft gehörte der Architektur und seine ganz besondere Leidenschaft der Rosenburg. Es waren Unsummen, die der Reichsgraf in die Instandsetzung der Anlage investierte.
Dein Urgroßvater hat die, sagen wir so ein bisschen wach geküsst, die Rosenburg wieder. Warum war das so ein Trend der Zeit? Wieso tut man sich sowas an? Ich glaube, es war ein Trend der Zeit. Das ist, er hat Geld gehabt und hat es gemacht. Er hat sich natürlich ein bisschen verblutet dabei auch. Eigentlich wollte er es als Sommersitz für sich herrichten. Aber nach 20-jähriger Restaurierungsarbeit und gleichzeitig einem Palaisbau auf der Ringstraße in Wien ist ihm das Geld ausgegangen und er hat dann die Rosenburg gleich der Öffentlichkeit als Burgmuseum zur Verfügung gestellt. Und das Palais auf der Ringstraße hat er auch nach ein paar Jahren wieder verkauft, weil das einfach zu viel Geld verschlungen hat. Das Palais Hoyos an der Ringstraße befand sich unmittelbar neben dem Hotel Bristol. Am Ende des Zweiten Weltkriegs brannte das Gebäude aus. Heute befindet sich an seiner Stelle ein Einkaufszentrum. Er war einer der brillantesten Söhne des Hauses Habsburg und einer der problematischsten. Kronprinz Rudolf, der einzige Sohn von Kaiser Franz Josef und Kaiserin Sissi. Rudolf war eine widerspruchsvolle Persönlichkeit. Er sympathisierte mit radikalen, liberalen Ideen. Zugleich war er ein innerlich Zerrissener, ein Melancholiker, ein ewig Getriebener. Aus Staatsräson und nicht aus Liebe heiratete er die belgische Prinzessin Stephanie. Eine unglückliche Ehe. Erholung und Entspannung fand der rastlose Habsburger bei der Jagd, seinem bevorzugten Hobby. Was nur wenige wissen, das Schicksal des Kronprinzen Rudolf ist eng mit dem des Hauses Hoyos-Sprinzenstein verknüpft. Du hast einen Verwandten, der eine der besten Freunde vom Kronprinz Rudolf war und auch eine große Rolle als Zeitzeuge gespielt hat. Ja, das war der Josef Hoyos, der war ein guter Freund. Und wir haben auch vom Kronprinz Rudolf jede Menge Briefe an ihn, in denen es meistens, wie könnte es anders sein, um die Jagd geht. Am 31. Mai 1888 zum Beispiel schreibt Rudolf an seinen Freund und Jagdgenossen: Lieber Hoyos, falls Sie Zeit und Lust hätten, im Wienerwald zu pirschen, stehen Ihnen alle Reviere zur Verfügung und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie viel abschießen würden, womöglich auch schwache Hirsche. Mit besten Grüßen, Ihr treuer Rudolf. In Meierling vollendete sich bekanntlich das Schicksal des schwermütigen Kronprinzen. Aus Ungarn kommen ungünstige politische Nachrichten. Und Rudolf kämpft mit schweren gesundheitlichen Problemen. Zum einen leidet er an Syphilis, einem ausschweifenden Lebensstil geschuldet. Zum anderen ringt er seit Jahren mit Depressionen. Die 17-jährige Baroness Mary Wetscherer ist dem Kronprinzen dennoch mit romantischer Inbrunst verfallen. Sie ist bereit, mit ihm in den Tod zu gehen. Der Josef Hoyos, der war zu der Zeit auch in Meierling, wie das passiert ist, und hat den Kronprinz Rudolf auch gefunden und hat dann eine Denkschrift für den Kaiser angefertigt, in der er ganz klar dargelegt hat, wie es damals wirklich abgelaufen ist, um auch den ganzen Verschwörungstheorien, die auch schon damals man überall gehört hat, vorzubeugen und zu widersprechen. Und diese Abschrift gibt es noch? Ja, die haben wir, die Abschrift, die ist auch hier bei uns im Museum zu sehen, die ist im Original da. In dieser Denkschrift schildert Josef Hoyos minutiös, wie er zusammen mit dem Prinzen Coburg und Rudolfs Diener Loschek die Tür zum Schlafzimmer des Kronprinzen aufbrach. Loschek, der in das Gemach blickte, erklärte, dass beide als Leichen im Bette lägen. Unsere Bestürzung und unser Schmerz waren unaussprechlich. Es wurde die Frage erörtert, ob nicht ein Arzt herbeizurufen sei. Bei den gegebenen Umständen war dies, wenn alles Leben entflohen war, aber nicht ratsam. Nun war vor allem eine Verständigung seiner Majestät notwendig. Nach kurzer Beratung übertrug mir Prinz Coburg diese Mission, da er, von Schmerz gebrochen, selbst kaum mehr aktionsfähig war.
Markus Hoyos weiß um die glanzvollen und düsteren Kapitel in der knapp 1000-jährigen Geschichte der Rosenburg. Eine gute Portion Geschichtsbewusstsein hat der Graf wie alle Mitglieder des österreichischen Hochadels gewissermaßen schon mit der Muttermilch eingesogen. Stolz und erhaben steht sie da, inmitten der zeitlos schönen Waldviertler Landschaft. Auch die Krisen und Gefährdungen des 20. Jahrhunderts hat die Rosenburg mit Anstand hinter sich gebracht. Was war denn im Zweiten Weltkrieg mit der Rosenburg? Waren Bombenschäden hier? Nein, die Rosenburg wurde überhaupt nicht zerbombt, ist alles ganz geblieben. In der russischen Besatzung haben wir ein ganz besonderes Glück gehabt, dass der Generalstab in Horn unten bei uns im Schloss gesessen ist und sich der General mit meinem Großvater eigentlich befreundet hat. Und der hat auf die Rosenburg Wachen geschickt, damit nichts wegkommt. Und es ist auch nichts weggekommen. Und das war wirklich ein Riesenglück. Und es hat der General sogar meinem Großvater damals ein Auto zur Verfügung gestellt, damit er seine Ländereien abfahren kann, um die Landwirtschaft zu bewirtschaften und. Also da haben wir ein Riesenglück gehabt. Den Übergang ins 21. Jahrhundert hat die Rosenburg mit Selbstbewusstsein und Bravour gemeistert. Übrigens, die Rosenburg heißt keineswegs Rosenburg, weil zwischen den alterwürdigen Mauern hier so viele Rosen wüchsen. Der Name Rosenburg spielt vielmehr auf den mittelalterlichen Burgherrn Gottswin von Rosenberg an. Über Jahrhunderte hinweg gab es hier, soweit bekannt, überhaupt keine Rosen. Erst 2006 entschloss sich Markus Hoyos, im Herzen des Schlosses einen Rosengarten anzulegen. Und so wuchs mit 900 Jahren Verspätung dann doch noch zusammen, was zusammengehört. Sie sehen, die Rosenburg im Kammtal ist ein extrem eindrucksvoller Ort, in dem sich die Geschichte Österreichs die letzten 1000 Jahre widerspiegeln. Ein Besuch empfiehlt sich, und was ich auch noch empfehlen kann, ist ein Besuch in das Schloss Schenke. Da gibt es einen ausgezeichneten Riesling und den hole ich mir jetzt.